Ich bin Gabriele Schmitz und ich freue mich, dass ich die erste Botschaft von Pallas Athene für das Jahr 2022 nun empfangen darf. Ich bin Pallas Athene und ich grüße euch wieder einmal aus dem Tempel der Wahrheit, aus dem Ätherreich über der Insel Kreta. Die Wahrheit wird eine entscheidende Rolle spielen in diesem bedeutsamen Jahr 2022. Und obwohl wir außerhalb von Raum und Zeit leben, weiß ich doch, wie sehr ihr wünscht, dass ihr Zeitangaben erhaltet. Und so sage ich einfach nur jetzt, dass dieses Jahr 2022 eine bedeutende Rolle spielen wird, weil sich die Wahrheit offenbaren wird, die göttliche Wahrheit. Diese göttliche Wahrheit wird sehr viele Menschen in großem Maße bewegen. Und deshalb möchte ich heute über meine Aufgabe als die Göttin der Wahrheit sprechen und außerdem über die Aufgabe, die ich seit Äonen ausfülle, dass ich die Flamme der Wahrheit im Tempel der Wahrheit oberhalb der Insel Kreta im ätherischen Reich hüte und lenke. Und so ist es natürlich nicht von ungefähr, dass ich heute über die Wahrheit zu euch spreche und auch die Aufgabe dieser Flamme der Wahrheit. Ihr alle mögt vielleicht schon von der violetten Flamme gehört haben, doch die Bedeutung der Flamme der Wahrheit ist eine ebenso große wie die violette Flamme der Transformation. Die göttliche Wahrheit ist das, um was es geht. Und so ist diese heilige Flamme seit Äonen von mir und meinen vielen Lichthelfern gehütet worden und auch gelenkt worden. Wir freuen uns so sehr, dass immer mehr Menschen, wie sie erwachen, auch die Frage nach der Wahrheit stellen. Und diese Wahrheit ist immer auch die tiefe, heilige, göttliche Wahrheit. Jeder, der zurzeit erwacht, und es sind viele und es werden jeden Tag immer mehr, stellen sich die Frage nach der Wahrheit. Und dadurch nimmt diese Flamme der Wahrheit, die ich hüte, die Bedeutung jetzt ein, die sie schon so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende innehat. Als die Hüterin der Flamme der Wahrheit ist es meine Aufgabe und die meiner Legionen des Lichtes, jeden Ruf, den jeder von euch auf der Erde als inkarniertes Wesen aussendet nach Wahrheit, jeden Ruf zu beantworten. Die Wahrheit, die göttliche Wahrheit, findet ihr, wie ich euch schon immer wieder sage, in eurem Inneren. Die wesentliche göttliche Wahrheit ist, dass ihr als inkarnierte Menschen
gleichzeitig auch in der Göttlichkeit angebunden seid. Ihr habt es vergessen und alle religiösen Institutionen haben bewusst euch versucht, davon zu trennen, von dieser göttlichen Wahrheit, die da besagt, ihr seid immer göttlich geführt, angeleitet, im göttlichen Schutz. Ihr seid der Quelle so nahe, wie ihr es zulasst. In der letzten Botschaft habe ich über das Band des Vergessens gesprochen. Und das ist auch natürlich wirksam, wenn es um die göttliche Wahrheit geht. Doch eure Religionen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben sollten, die wahre Lehre der Göttlichkeit zu verbreiten, war nicht daran interessiert, euch diese Wahrheiten zugänglich zu machen, weil sie ihren eigenen Machtanspruch leben wollte. Doch nun ist die Zeit da, wo immer mehr Menschen erkennen und Fragen stellen bezüglich der Wahrheiten. Und immer mehr Wahrheiten kommen auch ans Licht in der äußeren Welt. Es ist nicht mehr aufzuhalten, dass Wahrheiten auf der gesamten Erde, auf dem gesamten Planeten und in allen Bereichen, die sich euch im Äußeren zeigen, die geschaffen worden sind, dass dort die Wahrheiten immer mehr zutage treten. Tag für Tag erhaltet ihr Kenntnis davon, was sich auf eurem Planeten jetzt als Wahrheit zeigt und darüber, was man euch viele, viele Leben lang vorenthalten hat, weil man euch programmieren und manipulieren wollte. Doch dieses System kommt nun zum Ende, weil ihr selbst innerlich die Fragen nach der Wahrheit stellt. Und das ist eine große Freude für uns aus dem Tempel der Wahrheit, wo diese Flamme, diese heilige Flamme seit Äonen lodert. Wir haben uns so sehr gewünscht, dass die Menschheit aufwacht und diese Fragen stellt. Jeden Ruf nach Wahrheit werden wir beantworten und die Antworten findest du zunächst einmal in deinem Inneren. Suche also dort, wenn dich die Wahrheit erreichen soll, die göttliche Wahrheit. Weil alles, was ihr im Äußeren noch seht und was euch als Wahrheit vorgespielt wird, entspricht in den seltensten Fällen der göttlichen Wahrheit. Und so bitte ich euch heute, dass ihr die Flamme der Wahrheit anruft. Wir beantworten jeden Ruf nach Wahrheit. Doch es ist auch möglich für euch, dass ihr die Kraft der heiligen Flamme der Wahrheit in euer persönlichen Angelegenheiten zieht. Und so sage ich euch heute, nutzt diese Kraft der Flamme der Wahrheit. Die Wahrheit wird euch im Inneren geschenkt, so sorgt also dafür, dass ihr in der Ruhe seid, dass ihr diese Wahrheiten erhalten könnt.
Besonders für die gerade Erwachenden ist es wichtig, dass sie jetzt Teile der göttlichen Wahrheit in sich erkennen und dadurch gehen sie mehr und mehr auf ihrem Seelenplan weiter. Die göttliche Wahrheit ist, dass ihr mit der Quelle allen Seins und mit jeglichem Leben, mit dem gesamten Kosmos, mit allem Leben auf eurem Planeten zutiefst verbunden seid. Wenn ihr anfangt, dieses zu erkennen, dann wisst ihr auch, dass es nicht möglich ist, andere Seelen, die jetzt mit euch auf diesem Planeten inkarniert sind, zu schädigen, nicht gleichwertig zu sehen. Das ist etwas, was die göttliche Wahrheit euch nahelegt, zu erkennen, wie sehr alles miteinander verbunden ist. Und dann wird es euch auch leichter fallen, die göttliche Liebe einzusetzen. Denn wenn ihr die Wahrheit erkannt habt, wird der nächste Schritt sein, in alles, was lebt, die göttliche Liebe hineinfließen zu lassen. Sie verändert die Welt. Und das ist der große Segen dieser Zeit, dass mehr und mehr der Menschen die göttliche Wahrheit suchen und dadurch zu der Liebe geführt wird. Die Liebe, die ist die größte Macht im Universum und sie bringt den Wandel. Denn wo Liebe ist, kann Angst nicht sein, wie ich euch schon gesagt habe. Und Liebe paart sich auch mit Mitgefühl und so werdet ihr Mitgefühl haben, wenn ihr schon länger erwacht seid mit denen, die gerade die ersten Schritte tun in dieses große Erwachen. Dieses große Erwachen sehen wir überall. Täglich werden es mehr, die die ersten Schritte in das Erwachen setzen. Und das erfüllt die gesamte geistige Hierarchie mit großer Freude. Und aus dieser Freude heraus und Dankbarkeit, dass so viel Bewegung jetzt auf eurem Planeten entsteht, folgen wir so gerne jedem Ruf nach Unterstützung. Die gesamte geistige Hierarchie beobachtet, was sich auf eurem Planeten zeigt. Und so möchte ich euch heute bitten, seid offen für das, was euch erreichen will, auf Herzensebene. Fragt nach der Wahrheit, wenn ihr noch nicht um die Bedeutung der Flamme der Wahrheit wisst. Und wenn ihr diesem Video folgt und zum ersten Mal von dieser Flamme der Wahrheit gehört habt, so bitte ich euch, ruft sie an. In allen euren Angelegenheiten und im gesamten Weltgeschehen. Und ich versichere euch, ihr werdet die Antworten erhalten. Und so grüße ich euch heute aus dem Tempel der Wahrheit, wo wir die Flamme der Wahrheit hüten,
lenken und jeden Ruf nach der Wahrheit beantworten. Ich danke euch.